In diesem Video zeigen wir, wie Sie ein Berichtslayout erstellen, um einzelne Sichten oder Arbeitsblätter in standardisierter Form auszugeben. Außerdem lernen Sie, wie ein kuratierter Bericht entworfen wird, um damit regelmäßige Berichtspflichten zu erfüllen, wie eine monatlich wiederkehrende Berichterstattung oder die Ausgabe von Jahresberichten. In unserem Videotutorial Reporting in Disi Cadenza einfach Berichte ausgeben, erfahren Sie, wie Sie diese Berichte aus Cadenza heraus exportieren. Den Link dorthin finden Sie in der Beschreibung unterhalb dieses Videos. In einem Cadenza-Bericht unterscheiden wir zwischen den fachlichen Inhalten und dem Berichtslayout. Im Berichtslayout wird das Format des Berichts festgelegt. Außerdem können jedem Bericht verschiedene Informationen mitgegeben werden, beispielsweise die Person, die den Bericht ausgegeben hat, der Zeitpunkt, wann der Bericht erstellt wurde oder eine Angabe zur Seitenzahl. Das Berichtslayout wird im Management Center eingerichtet. Hier sind bereits mehrere Layouts vordefiniert. Wahlweise kann hier ein neues Layout angelegt oder ein bestehendes bearbeitet werden. Benutzende können nur die Berichtslayouts bearbeiten, für die sie eine Freigabe erteilt bekommen haben. Öffnen Sie den Bearbeitungsmodus von Layout Personal. Es öffnet sich der Report Designer. Hier werden Berichtslayouts erstellt und bearbeitet. Die Oberfläche ist dreigeteilt. Auf der linken Seite werden allgemeine Informationen festgelegt, wie der Name des Layouts, in welchem Seitenformat der Bericht mit diesem Layout ausgegeben werden soll oder wofür dieses Berichtslayout verwendet werden soll. Darunter ist die Berichtsstruktur aufgelistet. In der Mitte wird eine Vorschau auf den Bericht oder das Layout angezeigt und auf der rechten Seite können Feineinstellungen zu den einzelnen Berichtsinhalten konfiguriert werden. Bei einem Berichtslayout werden nur die Kopfzeile und die Fußzeile mit Inhalten gefüllt. Der fachliche Inhalt, also die Anordnung der Sichten in einem kuratierten Bericht, wird später in der Arbeitsmappe gestaltet. Ein solches Berichtslayout erzeugt lediglich den Rahmen für einen Bericht. Es kann dadurch in unterschiedlichen Arbeitsmappen verwendet werden. Die einzelnen Elemente in der Berichtsstruktur werden über einen Mouse-Over-Effekt im Darstellungsbereich hervorgehoben. Mit Klick auf ein Element werden dessen Eigenschaften auf der rechten Seite angezeigt. Je nachdem, um was für eine Art von Element es sich handelt, können unterschiedliche Anpassungen vorgenommen werden. Bei einer Bilddatei können beispielsweise folgende Optionen angepasst werden: die Bildgröße und Ausrichtung, der Abstand zum Bilderrahmen oder die Hintergrundfarbe. Bei Textfeldern gibt es zusätzlich die Möglichkeit, den Text anzupassen. Dazu steht ein Texteditor zur Verfügung. Neben Standardanpassungen wie Schriftgröße, Schriftschnitt oder Textausrichtung können hier auch Variablen zur Generierung automatischer Texte verwendet werden. So wird die Seitenzahl oder der Benutzername beim Erstellen eines Berichts automatisiert ausgegeben. Außerdem kann ein Platzhalter für Benutzereingaben eingerichtet werden. Benutzende erhalten damit die Möglichkeit, bei der Berichtsausgabe eine definierte Information zu übergeben, beispielsweise ein Aktenzeichen. Wird diese Angabe als Pflichtfeld definiert, muss es bei der Ausgabe eines Berichts zwingend ausgefüllt werden. Das Berichtslayout bildet den standardisierten Rahmen, der alle Berichte mit dem gleichen Erscheinungsbild ausstattet. Der fachliche Inhalt wird entweder ad hoc eingefügt, wenn Sie eine einzelne Sicht oder ein Arbeitsblatt exportieren, oder die Reihenfolge der Inhalte ist vorkonfiguriert, wie bei einem kuratierten Bericht. Klicken Sie auf das 3-Punkte-Menü in der Funktionsleiste der Arbeitsmappe, öffnen Sie das Verwaltungsmenü und rufen Sie darin den Reiter Berichtsvorlagen auf. Hier werden die Vorlagen aufgelistet, die in der Arbeitsmappe vorhanden sind. Um eine neue Berichtsvorlage zu erstellen, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche. Es öffnet sich der Report Designer, in dem Sie die Berichtsinhalte zusammenstellen können. Sie sollten bereits eine Vorstellung davon haben, wie der fertige Bericht aufgebaut sein soll, um diesen im Report Designer anzulegen. Zuerst wird hier ein Titel für die Berichtsvorlage eingetragen, zum Beispiel Personalbericht. Als nächstes wählt man aus, welches Berichtslayout verwendet werden soll. Damit wird gleichzeitig auch die Ausrichtung und das Format des finalen Berichts festgelegt. Anschließend werden die Inhalte aus der Arbeitsmappe ausgewählt und im Bericht platziert. Über das Plus-Symbol werden neue Inhalte hinzugefügt. Hier stehen 3 Kategorien von Elementen zur Verfügung: strukturierende Elemente wie Seitenumbrüche und Trennlinien, neue Elemente, zum Beispiel Texte und Bilder, sowie alle in der Arbeitsmappe aufbereiteten Sichten.
Wir starten mit einem Textfeld, in dem der Titel des Berichts angezeigt werden soll. In der zweiten Zeile soll das Datum bei Ausgabe des Berichts automatisch eingetragen werden. Dazu wird die entsprechende Variable eingefügt. Als nächstes wird ein Spaltenlayout hinzugefügt, um die folgenden Inhalte zu unterteilen. Cadenza bietet hier unterschiedliche Spalteneinteilungen an. Um diesem Tutorial zu folgen, wählen Sie bitte das dreispaltige Layout aus. In jeder Spalte können über das Plus-Symbol gezielt Inhalte eingefügt werden, beispielsweise die Indikatoren aus dem Arbeitsblatt Übersicht zur Anzahl Mitarbeitender, das Durchschnittsalter der Mitarbeitenden und das durchschnittliche Gehalt. Die gewünschten Inhalte werden über die Oberfläche ausgewählt. Darunter soll ein Diagramm zur Geschlechterverteilung nach Altersklasse platziert werden. Markieren Sie zunächst das Element Spaltenlayout, um die nächste Datensicht darunter einzusortieren. Sie finden das gewünschte Diagramm im Arbeitsblatt Altersstruktur. Die Anpassungsoptionen einzelner Sichten sind von der Art der Sicht abhängig. Bei dem Diagramm kann beispielsweise seine Höhe im fertigen Bericht angepasst werden. Außerdem entscheiden Sie, ob eine Legende angezeigt werden soll. Sollten Sie mit der Platzierung einer Sicht einmal nicht zufrieden sein, kann diese jederzeit über die Pfeiltasten im Bereich Berichtsstruktur verändert werden. Für eine gezielte Strukturierung der Inhalte können Sie Seitenumbrüche im Bericht platzieren, um bestimmte Sichten auf einer neuen Seite starten zu lassen. Dieses Vorgehen wird fortgesetzt, bis die benötigten Inhalte in der gewünschten Reihenfolge in der Berichtsvorlage eingepflegt sind. Dabei ist es wichtig, sich zwischendrin immer wieder eine Vorschau als PDF zu exportieren und darin zu prüfen, dass alle Anforderungen an den fertigen Bericht korrekt umgesetzt werden. Anschließend wird die fertige Berichtsvorlage gespeichert und ausgegeben, um zu prüfen, dass die Inhalte wie gewünscht angezeigt werden. Mit geringem Aufwand können Sie also im Report Designer ein Berichtslayout anlegen und darauf aufbauend eine Berichtsvorlage erstellen. Diese bildet die Grundlage für Ihre regelmäßige Berichterstattung im vordefinierten Design. Für die Zusammenstellung der Berichtsinhalte werden keine Programmierkenntnisse benötigt. Alle Anpassungen können direkt in Cadenza vorgenommen werden.